Hallo, mein Name ist Mika, ich bin internationale Trainerin für Kryolan und in diesem Video zeige ich, wie man für die realistische Unfalldarstellung einen Effekt der Verbrennung dritten Grades herstellen kann. Wir kreieren eine Verbrennung dritten Grades mit einem Konturpencil, mit einem hellen, ungefähr die Bereiche vor, wo die Verbrennung am schlimmsten sein soll. Male ich mir unregelmäßige, wellige Bereiche. Erstmal auf die Stirn, auch hier ein bisschen auf die Wange. Die Bereiche, wo quasi das Feuer das Fleisch gefressen hat. Dann nehme ich mir Spezialplastik und fange an, damit die Wundränder zu kreieren. Ich nehme mir erstmal großzügig Produkt raus. Ich knete das dann erstmal in meinen Fingern weich und mache mir dann so eine kleine Rolle. Und diese lege ich mir dann um meine Markierung erstmal an die Haut. Es muss noch nicht dieser Zickzacklinie folgen. Erstmal drücken wir das Spezialplastik fest. Und das machen wir rundherum um die markierten Stellen. Spezialplastik ist ein sehr weiches Wachs. Lässt sich leicht mit den Fingern verarbeiten. Man braucht keinen Kleber, um es vorher quasi auch an der Haut zu befestigen. Es klebt von selbst. Dann nehme ich mir einen Modellierspatel. Mit dem fange ich jetzt an, diese Würstchen festzudrücken und in die Haut einzuarbeiten. Dafür nehme ich diese Seite vom Spatel, die flache, und presse mir dieses Wachs an die Haut und ziehe das in einem flachen Winkel ins Gesicht, damit hier ein natürlicher Übergang entsteht. Und das mache ich einmal ringsrum. Das Schöne an Wachs ist, man muss sich keine Sorgen machen, ob man es in die Haare bekommt oder ob man es zu nah an den Augen oder Schleimhäuten aufträgt. Wachs ist unbedenklich und man kann es wirklich quasi am ganzen Körper auftragen, auch am Mund zum Beispiel oder sehr nahe an den Augen, ohne dass man da Probleme hat. Manchmal hilft es, das Wachs mit einem Finger zu stabilisieren, damit man es sich nicht aus Versehen wegzieht. Das gleiche machen wir jetzt hier an der Wange. Und ich halte den Spatel wirklich in so einem flachen Winkel, also in etwa in diesem Winkel streiche ich das Produkt aus. Und ich benutze hauptsächlich die Spitze hier, presse es an und ziehe das Wachs auf die Haut. Nicht zu steil, nicht zu flach, sonst bleibt es hängen. Ungefähr in diesem Winkel wollen wir arbeiten. So, die Ränder sind erstmal grob angelegt. Jetzt geht es darum, das weiter zu verfeinern und auch um hier diese inneren Wundränder, dieses Zerfressene, was bei einer Verbrennung manchmal passiert, in so Zickzackformen zu legen. Hierfür kratze ich das einfach weg. Man kann das auch ein bisschen reißen, dann entstehen ganz natürliche Strukturen. Und hier gehe ich jetzt am inneren Rand komplett einmal rundherum. Das Wachs, das ich mir abnehme, sammle ich einfach in meiner Hand. Und manchmal drücke ich auch mit der Seite vom Spatel gegen diesen Wundrand, um einfach diese Kontur ein bisschen schärfer zu machen und den Kontrast zwischen dem Erhabenen und der Vertiefung zu verstärken. Hier wollen wir keinen Übergang, hier wollen wir wirklich eine scharfe Kontur. Oder man kann auch ein kleines bisschen transparent Jelly auf den Spatel und auch auf die Finger geben, damit einfach das Wachs weniger kleben bleibt. Ich habe hier eben auch ein Make-up Remover Wipe. Da kann ich zwischendrin den Spatel auch abwischen oder meine Hände reinigen. Und hier drücke ich den Spatel in die Haut und ziehe mir das Wachs weg. Dadurch entstehen auch ganz natürliche, organische Formen, die eben wie gerissene Haut zum Teil aussehen, was für diesen Effekt gut funktioniert. Mit meinem Finger kann ich jetzt in dieses Transparent Jelly dippen und kann hier so ein bisschen die Ränder nochmal verfeinern und das einfach weich ausblenden. Am besten nicht zu viel nehmen, eine kleine Menge ist vollkommen ausreichend. Und das gleiche Spiel machen wir mit der oberen Wunde natürlich auch. Verbrennungen dritten Grades sind schwerwiegende Verbrennungen, die auch Gewebe wie Nerven mit betreffen. Das heißt, da wird richtig durch alle Hautschichten Gewebe zerstört. Deswegen simulieren wir hier diese tiefen Krater, da solche Verbrennungen zum Teil auch bis runter ans Fettgewebe oder auch bis zum Knochen gehen können. Auch hier nehme ich einfach wieder das Transparent Jelly, bisschen was auf den Finger und glätte mir hier die Ränder. Auch die inneren Wundränder sollten sich nicht nach außen wölben, sondern eher ein bisschen nach innen gehen, weil quasi die Haut ja wirklich weggefressen wird. Also Wundränder krümmen sich eher nach innen in die Wunde hinein. Und wer möchte und Zeit hat, kann dann einen Stoppelschwamm nehmen. Das sind hier diese groben Plastikschwämme, die eignen sich zum Beispiel auch, um Schürfeffekte zu machen mit unserem Fresh Scratch. Und damit kann ich ganz vorsichtig über dieses Wachs ziehen, mit sehr wenig Druck, um mir so ein bisschen eine Hauttextur in das Wachs reinzubauen. Und ich ziehe mit der Laufrichtung der Hautfältchen, also auf der Stirn, von links nach rechts. Hier folge ich diesen Fältchen am Auge nach unten ein bisschen, einfach nur um das Plastikartige des Wachses ein bisschen aufzubrechen.
Um nun die Haltbarkeit vom Wachs zu verstärken und mir auch ein bisschen einheitlicheren Malgrund zu gestalten, fixiere ich das jetzt mit einer sehr, sehr dünnen Schicht Liquid Latex. Das ist unsere ungefärbte Gummimilch, darf nicht direkt um den Augenbereich passieren oder auch bei Schleimhäuten, Mund, Nase, im Körper, da sollte man Latex nicht auftragen. Heißt hier, ich habe hier sehr enge Ränder zu den Haaren. Ich muss hier sehr vorsichtig sein. Man sollte es generell vermeiden, Latex mit den Haaren in Verbindung zu bringen. Auch sollte man einen Schwamm nehmen, den wir nachher wegwerfen können. Entweder ein alter Schwamm oder ein Schwamm, der sehr günstig ist, in dem man nicht hängt. Denn Latex ist nicht auswaschbar aus Pinseln und Werkzeugen. Das wird also festtrocknen und danach kann ich den Pinsel nicht mehr verwenden oder den Schwamm nicht mehr verwenden. Deswegen hier das heißgeliebte Werkzeug für Latex vielleicht nicht benutzen. Das gleiche gilt für Kleidung. Latex ist nicht auswaschbar aus Kleidung. Ich trage eine dünne Schicht auf, ich tupfe das auf und ich fülle auch den inneren Wundrand hier. Ich kann auch zusätzlich an den unteren Stellen hier ein bisschen Latex auftragen. Das Beste ist immer in dünnen Schichten zu arbeiten. Denn Latex muss trocknen, das trocknet an der Luft. Und wenn ich eine Schicht auftrage, die zu dick ist, dauert es sehr, sehr viel länger. Hier sieht man schon den Anfang, dass es transparent wird. Sobald das Latex nicht mehr weiß ist, sondern durchsichtig, bedeutet es, dass es getrocknet ist. Ich trage eine zweite Schicht Latex auf. Das kann man vor allem auch an Hautstellen machen, die keine Modellage haben. Denn ich kann später das Latex aufreißen und einen ähnlichen Effekt kreieren, der nicht so tief ist, aber der auch quasi ein Loch in der Haut darstellt. Dafür möchte ich aber das Latex ein bisschen dicker haben, damit dieser falsche Hauteffekt auch tiefer aussieht. Das mache ich hier oben am Ohr und hier unten am Kinnbereich. Wir föhnen wieder, damit das Latex schneller trocknet. Jetzt kann ich mit meinem Spatel hier wieder flach in das Latex reingehen. Versuche mir hier so eine kleine Stelle aufzugreifen und das reiße ich mir auf und kann es dann zur Seite pulen. Und solange das Latex nicht gepudert ist, klebt es an sich selbst. Ich kann es also aufrollen, in sich hineinschieben und dadurch entsteht ein ähnlicher Effekt wie hier oben, nur ein bisschen dezenter. Wichtig hierbei ist einfach die Tatsache, dass das Latex dick genug aufgetragen ist, also für stärkere Effekte 3-4 Schichten und dass es noch nicht gepudert ist, damit eben diese Ränder an sich selbst kleben bleiben. Jetzt kann ich mir ein kleines bisschen transparent Puder nehmen und das Latex leicht abpudern, bevor ich anfange, es einzuschminken. Hierbei ist wichtig, dass das Latex komplett getrocknet ist. Man kann es erstmal grob aufstäuben und dann leicht an die Haut einarbeiten. Das nimmt auch gleichzeitig den Glanz etwas. Jetzt beginnen wir, die inneren Wundränder zu bemalen. Bei einer Verbrennung 3. Grades sind die Bereiche, die vom Feuer weggefressen wurden, meistens sehr, sehr hell und etwas rosig. Zum Teil liegt es daran, dass einfach auch die Fettschicht mit betroffen ist und die ganzen Blutgefäße, die ausbluten könnten, hier weggebrannt sind. Das heißt, die Grundierung starten wir mit 0,72 mit diesem hellen Hautton und dann werden wir Details, vor allem an den Wundrändern, mit der 0,85 einfügen. Ich nehme mir einfach ein kleines bisschen von der 0,72 Supracolor und fülle damit dünn die inneren Wundränder. Das kann ich in einer tupfenden Bewegung machen oder streichend, je nachdem, wie ich besser zurechtkomme. Hierfür eignet sich ein Katzenzungenpinsel sehr, sehr gut, weil ich hiermit einfach sehr präzise arbeiten kann. Und das wiederholen wir jetzt an unseren ganzen Vertiefungen. Einmal, zweimal. Hier hat sich schon ein bisschen Rot mit eingeschlichen, das macht aber nichts. Und auch hier in unseren kleinen Latex-Vertiefungen, auch hier füllen wir die Innenseite oder das Innenleben mit unserem hellen Fleischton. Mit dem gleichen Pinsel kann ich nun in die 0,85 gehen. Ich nehme ein kleines bisschen auf. Hier kann ich auch leichte Ausblutungen ins Gewebe, leichte Äderchen, noch so ein bisschen Restgewebe in die Freifläche mit reinmalen. Durch dieses unregelmäßige Auftupfen kreiert man einen sehr realistischen Effekt. Also einfach so ein bisschen die Pinsel drehen und so organische Muster erzeugen. Supracolor ist unsere Fettschminke. Das heißt, solange die Supracolor noch nicht gepudert ist, lässt sie sich schön ineinander verblenden. Man kann auch alle Töne miteinander mischen, wenn man einen bestimmten Farbton vielleicht nicht in der Palette hat, kann man sich den durch Mischen selbst erzeugen. Und dann kann man, um das noch ein bisschen zu verstärken, optional noch das U-Thread verwenden und in ganz kleinen Mengen sich hauptsächlich um den Wundrand konzentrieren und dadurch die Wunde noch ein bisschen intensiver, tiefer, blutender ein bisschen auch aussehen zu lassen. Denn die Wundränder, da ist auch noch ein bisschen was intakt. Da kann es sein, dass da noch leichte Blutungen passieren. Jetzt kümmern wir uns
um die äußeren Teile der Verbrennung. Und bei einer Verbrennung 3. Grades sehen wir ja oft, dass die Haut sich bräunlich verfärbt. Hierfür nehmen wir die 047. Manchmal hat man auch noch Ruß, schwarze Töne mit dabei. Und zum Teil kann sich die Haut auch ein bisschen grün verfärben. Hier in unserem Set haben wir die 047 für diesen Zweck. Man kann, wenn man möchte, auch das Forensic Green, das ist in einer unserer anderen Paletten, benutzen, um diese grünliche Verfärbung zu imitieren. Das werden wir jetzt machen. Ich mische mir diese 2 Töne zusammen und benutze dafür, damit es ein bisschen flüssiger wird, einen kleinen Tropfen Make-up Blend und gehe nun wirklich um diese kompletten Ränder herum. Für großflächiges Arbeiten ist Make-up Blend ein sehr gutes Produkt, weil ich damit alle cremigen Produkte, also die Supracolor oder alles, was auf so einer Fettölbasis ist, verdünnen kann. Davon sollte man nicht zu viel verwenden, ein kleiner Tropfen reicht, um wirklich das Produkt sehr, sehr geschmeidig zu machen. Somit verbrauche ich auch ein bisschen weniger Produkt und ich kann meine Deckkraft auch etwas anpassen. Wenn ich die Deckkraft ein bisschen zarter haben möchte, kann ich auch hier mit Make-up Blend ein bisschen die Konsistenz der Foundation verändern. Supracolor eignet sich auch, um es in die Haare zu machen, da muss man sich keine Sorgen machen. Bei einer so schwerwiegenden Verbrennung darf man natürlich den Rest des Gesichts nicht vergessen. Das heißt, oft ist es so, die Hitzequelle kam von hier. Hier ist die Verbrennung am stärksten, aber die Hitze ist natürlich nicht nur hier, sondern die strahlt natürlich. Das heißt, man kann den Rest des Gesichtes hier mit der 085 auch noch ein kleines bisschen rötlich gestalten. Das simuliert mir dann eine Verbrennung 2. oder 1. Grades. Und so kriegt man ein Ergebnis, das quasi im gesamten Sinn macht. Als nächstes werden wir nun in die offenen Stellen Glanzeffekt hinzufügen. Dies können wir entweder mit dem Lip Glisser machen. Das ist eigentlich ein Lippenprodukt. Das ist sozusagen Gloss im Döschen. Eignet sich sehr gut, um wirklich dicke Glanzschichten mit Textur herzustellen. Das fülle ich jetzt großflächig in die Krater, die wir erzeugt haben. Und dadurch entsteht ein sehr, sehr schöner Wundglanz. Weil wir später rundherum auch mit einem Bruce-Effekt arbeiten werden, trage ich eine dünne Schicht auch auf die umliegenden Ränder auf, damit der Puder einfach ein bisschen was hat, an dem er kleben kann. Und das ist meistens direkt um die Wundränder. Ich mache auch ein kleines bisschen was in die Haare, damit auch hier das Puder gut hängen bleibt und auch hier am Ohr. Für unsere Wundkrater benutze ich nun das Supreme Blood Internal. Nicht übertreiben, denn die Blutgefäße sind bei einer Verbrennung dieser Art hier in der Mitte verbrannt. Das heißt, das Blut ist hauptsächlich hier zu sehen und sollte diesen Effekt, den wir hier in der Mitte haben, von dem Weißen nicht überdecken. Als kleinen Pro-Tipp, man kann das Supreme Blood Internal oder External mit einem kleinen bisschen Spülmittel mischen. Dann kann man das natürlich nicht mehr in den Mund nehmen, aber dadurch verhindert sich die Tröpfchenbildung bei diesem Produkt. Hier ein bisschen Spülmittel, ich mische mir das auf der Palette und dann trage ich das hier dünn auf und mische mir das ein bisschen mit meinem Lip Glisser. Einfach nur für die Details ein kleines bisschen. Als letzten Schritt benutzen wir nun Trockenpuder in der Farbe TP10. Das ist so ein dunkler Kohleton. Und damit kreieren wir jetzt diese Verkohlungen. Wir haben ja schon vorbereitet hier mit dem Lip Glisser. Darauf wird das Produkt sehr gut haften und sehr viel dunkler werden. Es kann aber auch als Pudereffekt nochmal in die Haare verstreut werden. Ja, und das tupfe ich jetzt um diese Wundränder herum. Es macht nichts, wenn ein bisschen was von dem Puder ins restliche Gesicht fällt, denn für den vollständigen Effekt sollte auch Ruß so ein bisschen an den anderen Hautstellen im Gesicht vorhanden sein. Das heißt, wir können diese kleinen Bröselchen später nutzen, um diesen Look nochmal realistischer zu machen. Am Pinsel arbeite ich einfach noch ein bisschen ins Gesicht. Um die Nase, um den Mund, da wo man eventuell den Rauch eingeatmet hat, da sammelt sich auch ganz gerne der Ruß. Und auch auf der nicht verbrannten Seite wird man Rußablagerung, Rußspuren feststellen. Dafür nehme ich einfach nicht so viel Puder und verteile mir das relativ zufällig und wahllos einfach im Gesicht. Einmal die Augen zusammenkneifen. Wenn man das Modell dazu bringt, die Augen zusammenzukneifen, kann man den Puder hier um diese Fältchen auftragen. Und sobald man locker lässt, einmal locker lassen, hat man hier schöne Ablagerungen, die man auch ganz oft bei realistischen Fällen findet, wenn man mit Bränden in Verbindung gekommen ist. Wenn man zu viel Ruß eingeatmet hat, in Rauch stand, sieht man oft diese Effekte. Es gibt auch die Möglichkeit, ein bisschen Weißasche zu imitieren. Dafür kann ich einfach wieder den Transparentpuder verwenden und ihn nicht einarbeiten. Einfach einen fluffigen Pinsel und das kann ich mir dann
aufklopfen. Sobald ich diesen Puder einarbeite in die Haut, wird er wieder transparent. Also durch dieses Auftupfen bekomme ich den Effekt von Weißasche. Und somit ist der Effekt erledigt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen habt, lasst gerne einen Kommentar da. Und falls ihr mehrere solcher Videos sehen wollt, könnt ihr gerne den Channel abonnieren.